Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es darum, die kompletten Grundlagen des Spiels. Jeder sollte sich wirklich mal eine Stunde hinsetzen und alles durchlesen. Sei es hier oben das täglich kostenlose Eventzentrum. Totale Bewaffnung. Must-have. Muss täglich gemacht werden, gerade durch das neue Event jetzt. Sollte jeder machen. Täglich. Schluchtkampf kommt nochmal ein extra Video. Überlebensprobe jeden Sonntag. Minenkampf. Bitte nur Fremdserver angreifen, keine eigenen. Belagerung. Wird nochmal extra ein Video kommen. Tyrann kommt auch noch extra eins. Wütender Anführer. Sollte jeden Tag gemacht werden. Sprich, jeden Tag 4 Angriffe. Nur der Stärkste zählt in der Rangliste. Aber auch wichtig. Lauernde Gefahren. Automatische Versammlung sollte immer an sein. Außer Tyrann ist am Laufen und Zombie-Belagerung. Dann muss sie aus sein. Weil es immer wieder welche gibt, die nicht drauf achten. So. Hier auch immer einen Blick reinwerfen. Wer kauft, Schatz des Tages, lohnt immer. VS ist logisch. Sollte auch jeden Tag gemacht werden. Genau. Allianztechnologie. Ebenfalls jeden Tag mehrfach spenden. Wichtig. Hilft allen. Lagerhaus. Ebenfalls wichtiger Punkt. Wenn man nicht im NEP ist, sprich nicht Angriffspakt, ist es wichtig, ihr werdet gefarmt. Entweder ihr setzt ein Schild oder behaltet alles in den Boxen. Alles, was in Boxen, in Truhen kommt, lasst es drin. Nur verwenden, wenn es gebraucht wird. Ansonsten drin lassen. So, was ist noch wichtig? Falls ihr Hauptquartier pusht, schaut immer, was benötigt wird. Und zieht das nur hoch. Wichtige Stufen sind Hauptquartierstufe 24 und die 27. Warum 24 und 27? Auf 24 werden die T8-Truppen freigeschaltet und auf 27 die T9. So, hier sehen wir, was kommt dazu bei jedem Upgrade. Die Heldenlevelgrenze wird erhöht. Jedes Mal 5 Stufen. Wichtig. Und diese Info seht ihr bei jedem Gebäude. Klickt auf das jeweilige Gebäude, Details und hier oben auf das Ausrufezeichen. Das wäre der Radar, den finde ich persönlich als unwichtig, weil das Einzige, was sich erhöht, ist die Geschwindigkeit, wie ihr späht. Erachte ich als unnötig. Kann man also getrost weglassen. Bis auf 18 habe ich den jetzt gezogen. Genau. So, restlichen Gebäude. Produktionszentrum. Achtet auf die Buffs. Vernachlässigt die nicht. Truppenlast wird erhöht. Auch hier. Schaut euch die Tabelle an. Restaurant. Wichtig. Weil Trainingsgeschwindigkeit wird erhöht. Auch hier Tabelle. Und das bei jedem Gebäude. Bei jedem Gebäude habt ihr die Details, was jeweils mehr wird. Schaut euch das bitte wirklich in Ruhe an. Schaut drüber. Es ist wirklich wichtig, dass sich das jeder mal angeschaut haben sollte, was wie wo gemacht wird, was überhaupt passiert.
Und ganz wichtig, das Hauptquartier wurde erhöht. Was wird als erstes weiter gelevelt? Das Truppenzentrum, das Militärzentrum. Warum? Bei jedem Hauptquartier-Update geht es alles eine Stufe höher. Sprich, ihr bekommt mehr Soldaten. Wichtig für eure Kampfkraft. Neben dem Militärzentrum natürlich die Truppen. Auch ebenfalls alles dem Level anpassen. Diese 4 sollten immer direkt mitgezogen werden. Was ist noch wichtig? Die Übungsplätze. Warum die Übungsplätze? Es gibt EXP. EXP werden dafür verwendet, um eure Heldenlevel hochzuziehen. Sind relativ rar und werden auch sehr, sehr, sehr teuer. Das als Beispiel. 112 Millionen für ein Level. Was wäre noch? Genau. Dieses Haus. Liebeskommunikation. Schaut hier immer rein. Macht die Aufgaben, hier gibt es Diamanten dafür. Dass diese immer fertig sind, sobald neue Helden kommen. Ebenfalls wichtig, erst in höheren Leveln, sind diese 3 Gebäude. Halt, diese 3 Gebäude. Warum? Hier werden Helden verbessert, die jeweils ihre 5 Sterne voll haben. Diese werden dann hier weiter befördert. Deshalb Level 20 hier erreichen. Das reicht erstmal für den Anfang. Sollte aber im Nachgang nachgezogen werden. Was ist ebenfalls wichtig, gerade wenn ihr aktiv kämpft? Die Krankenhäuser. Warum? Die Kapazität. Ihr könnt nur jeweils eine bestimmte Menge an Kapazität aufnehmen. Alles, was darüber ist, diese Soldaten sterben und sind weg. Deshalb auch wenn ihr TVT macht, Tank versus Tank, achtet drauf, dass das Krankenhaus nie voll ist. So könnt ihr die immer heilen. Alles, was drüber geht, stirbt und ihr müsst sie wieder neu ausbilden. Genau, ebenfalls wichtig, Allianzzentrum. Warum? Erhaltet mehr Hilfe. Sprich, wenn ihr ein Gebäude baut, könnt ihr eure Allianz hier oben dann per Hilfe anklicken. Das sieht dann so aus. Und damit helft ihr euch. Ist dieses hochgezogen, erhaltet ihr mehr Hilfe. Was vielleicht noch wichtig ist, Thema Truppenangriffe, wäre dieses Gebäude. Versammlungslager. Ebenfalls hier Details. Und da seht ihr, was passiert. Der Gruppenschaden erhöht sich. Die Anzahl der Leute erhöht sich, was teilnehmen kann. So. Schaut auch täglich in den Schwarzmarkt rein. Hier gibt es immer kostenlosen Benzin. Aktualisiert, wenn ihr genügend Diamanten habt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. VIP ebenfalls kostenlos. Und ich nehme gern den Treibstoff mit. Bin jetzt erstmal Diamanten leer. Das ist das Event aktuell. Was noch wichtig ist, Schraubenschlüssel. Auch immer mitnehmen. Fürs VS noch wichtig, Beschleuniger. 8 Stunden, 3 Stunden, 1 Stunde. Diese 3 sind wichtig. Die 5 Minuten könnt ihr weglassen, kosten zu viel dafür, was sie überhaupt bringen. Gegenstände könnt ihr ignorieren, das ist teuer. Verdienstshop ist klar, das Thema hat man schon. Jeden Montag die goldene und die 2 lilanen. Und der Ehrenladen. Ebenfalls hier wichtig, goldene Schärpe, Rüstungsfragment, Schraubenschlüssel. Diese Truhen könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ach ja,
und diese noch. Und ich persönlich hole dann immer noch über die Woche Beschleuniger. Damit Forschung schneller vorangeht, Gebäude schneller vorangeht, um Punkte beim VS zu machen. Thema VS. Gute Allianzen machen eine Mail, was die ganze Woche ist. Aber ihr seht, alles was ansteht, hier, heutiges Thema. Das wären heute die Baupläne, die Schlüssel, Radar, neu hinzugekommen, Taktikerweiterung. Außenmodule ebenfalls sparen, nur montags. Habt ihr genügend Benzin? Macht Zombie-Gruppenangriffe. Ansonsten, falls ihr weiterschauen wollt, was an jedem Tag ist, geht auf Gesamtpunkte und dann, zack, seht ihr jeweilig, was an dem Tag ansteht. Das wäre es so im Groben. Schaut hier auf die Tafel auch immer rein. Da sieht man, was am jeweiligen Tag ansteht. Das wäre heute bei uns Belagerung und morgen der Tyrann. Auch hier kommt immer rein, wenn Updates kommen. Ebenfalls wichtig. Arena sollte jeden Tag gemacht werden. Bei der Verteidigung achtet drauf, dass die stärksten Truppen drin sind. So, was noch wichtig ist, wenn ihr nicht im NEP seid. Die Lagerhäuser. Das bedeutet, hier sind eure Ressourcen geschützt zum Teil. Hier seht ihr jeweils, was geschützt ist. Und das erhöht sich auch jedes Mal aufs Neue. Deshalb, seid ihr nicht im NEP, zieht diese 3 Gebäude hoch. Hier oben sind eure Ressourcen zu sehen. Je nach Level kann der Gegner ungefähr circa die Hälfte ziehen. Außer ihr seid weit unten wie ich aktuell. Ich fahre auf Ressourcen. Dann passiert nicht viel. Kann nicht viel geholt werden. Kopfgeldmissionen sollten jeden Tag gemacht werden, werden euch andere Server plündern im Optimalfall. Sollten es der eigene Server sein, sprecht mit eurem R5 oder R4. Das wird geklärt, Plündern auf dem eigenen Server ist untersagt. Trucks ebenfalls jeden Tag, wichtig auch hier, Haken rein und plündert. Wenn ihr ein Hauptstadtduell habt, Kriegszonenkampf, wie wir gegen 451, plündert nur Missionen von 451. Das gleiche mit den LKWs. Nur von dem jeweiligen Server. Warum? Es bringt Punkte. Die Allianz, die am Ende der Woche gewonnen hat, bekommt das Recht auf Invasion auf dem jeweiligen Server. Sprich, der Verlierer muss verteidigen. Was noch wichtig ist, solltet ihr offline gehen oder geht abends schlafen, schickt die Truppen in Minen. Gut, die vielleicht gerade nicht, die nimmt gleich jemand anders, aber schickt die Truppen in Minen. So seid ihr offline und bekommt trotzdem Ressourcen. 3 Millionen Nahrung. Deshalb wichtig, auch wenn ihr tagsüber offline geht, schickt die Truppen rein. Lasst am besten die Große zu Hause, dass die täglich die Versammlungsangriffe mitmachen kann bei automatischer Versammlung. Genau. In diesem Sinne und vor allem habt Spaß.